About 5 years ago, I posted a video titled Three Quran Verses Every Christian Should Know. The idea of the video was that while not all Christians need to know everything about Islam, all Christians should know something about Islam. Islam is simply too big and too relevant to current events and to the global church for a Christian not to know anything about it. So I gave 3 Quran verses that would be a good place to start. Quran chapters are called surahs. In that original video, I cited Surah 4, verse 157, where Allah claims that Jesus was never crucified, thus contradicting not only the gospel, but all of history. Surah 5, verse 47, where Allah commands Christians to judge by the gospel, Lügner. contradicting Muslim assertions that the Lügner. gospel has been corrupted. And Lügner. Surah 9, verse 29, Lügner. where Allah commands Muslims to violently subjugate Jews and Christians, Lügner. thus refuting people who tell us that Islam has nothing to do Lügner. with violence. Lügner. I hope you watched that video and that you're now familiar with those verses. If not, there's a link to the video in the description box. But 5 years is a long time, and Islam is expanding. So it's always a good idea for Christians to increase our understanding of Islam and to learn a few more essential verses. With this in mind, here are 3 more Quran verses every Christian should know. First, Surah 5, verse 116, where Allah attempts to define the doctrine of the Trinity. Earlier, in Surah 5, Allah warns Christians not to believe in the Trinity, but in verse 116, we finally get Allah's description of the doctrine of the Trinity. We read, "And remember when Allah will say on the day of resurrection, O Isa, Jesus, son of Maryam, Mary, did you say unto men, worship me and my mother as 2 gods besides Allah? He will say, glory be to you. It was not for me to say what I had no right to say. Had I said such a thing, you would surely have known it. You know what is in my inner self, though I do not know what is in yours. Truly you, only you, are the all-knower of all that is hidden and unseen." Dieser Mann, liebe Geschwister, Bruder und Bruder, Schwester, wir haben keine Schwester. Schwester, wir haben nichts. Kannst du heiraten, 9 Jahre Periode machen, pum pum, tschaka tschaka, innere Verletzung sterben. Nix, Schwester. Schwester, du nichts behandeln so. Du Glaubensschwester niemals behandeln so. Was heißt? Wir haben keine Glaubensschwester, wir sind G-Religion, verstehst du? Entschuldigung, mein Akzent, aber meine Eltern sind seit 1333 Jahren, meine Vorfahren, Eltern, verstehen? Geschwister, Dieser Mann behaupten, Allah, liebe Geschwister, Dieser Mann David Wood, dieser Mann glaubt, David kommt von Wood, von Baum, weißt du? Wood heißt Baum auf Englisch, heißt Baum oder Wald oder so, ich weiß nicht, oder Ast oder Blatt, ich weiß nicht. Behauptet dieser Mann behauptet, Allah fragen Isa in der letzten Zeit, Stimmt das, dass du gesagt hast, die Christen und die Juden sollen an dich glauben, an dich beten? Habe ich schon gesagt, Entschuldigung, mein Akzent, meine Eltern waren Geschwister? Habe ich schon gesagt, oder? Ich weiß. Schöne Mädchen hat geschrieben. So, hatte behauptet dieser Mann, Allah fragen Isa, liebe Geschwister, liebe Geschwister, wie Allah fragen, Allah nichts fragen, Allah allwissend, Allah nichts fragen. Verstehen? Oder eure Eltern auch Geschwister? Oder eure Eltern auch Geschwister nichts verstehen? Allah fragen, Isa, du haben gesagt, Juden und die Christen, die sollen dich beten? Dich und die Maria und die Vater? Jesus sagt, nein. Wenn ich das gemacht, ich hätte dir schon längst gesagt, aber du weißt doch schon alles, was in mir ist.
Nur ich weiß nicht, was in dir ist. Allah, sagt Isa. Ja, mache ich Kurzübersetzung, das auch verstehen, wenn deine Eltern waren Geschwister. Ja, ja, du verstehen, Bruder. Allah nichts fragen. Lüge. Lüge. Wie kann Allah Isa fragen? Allah allwissend weiß. Rhetorische Frage. Rhetorische Frage. Rhetorik. Rhetorische Frage. Allah macht rhetorische Frage. Aha. Oh Mist, jetzt habe ich eine gute Ausrede gefunden für euch, Bruder. Wenn einer euch fragen, warum Allah fragen, wenn Allah doch allwissend, ihr sagen, Allah hat rhetorisch gefragt. Oh, jetzt habe ich eine Ausrede erfunden für uns wieder. Allah ist der größte Listenschmied. Allah ist größte Listenschmied. Hat mir gerade Intuition gegeben. Ich kann finden Ausrede. Durch seine Listen. Ich habe erfunden neue Liste. Ja? Allah nichts fragen. Ja. Moment. Christen glauben doch heute und damals, Gott ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Liebe Geschwister, Lüge kann so nichts im Koran stehen, weil, weißt du warum? Ich dir erzählen, Bruder und Bruder. Ja, hast du Schwestern neben dir, kick weg, ja? Hörst du nur zu, du, ja? Verstehen? Geht nichts. Kann so nichts im Koran stehen. Geht nichts, weil Allah allwissend. Und Christen haben nicht geglaubt, Maria ist Gott und Sohn, Jesus. Wir nichts glauben an Jesus. Wir sagen, wir glauben an Jesus, selber Jesus. Nein. Wir glauben Isa. Ja, nichts Jesus. Und Vater. Aber Christen glauben an Geist, Sohn und Vater. Warum Allah hier sagen, sie sollen dich anbeten, Maria und Vater? Allah hat nichts wissen, was Christen denken. Unsere Allah, Allwissende, weiß nicht. Also ich kann gar nicht. Lüge, falsche Koran. Falsche Koranübersetzung, musst du lernen Arabisch. In Arabisch richtige Koran steht, Allah sagen, warum du haben gesagt, Isa, warum du haben gesagt, Isa, Allah hat gefragt, Isa, warum haben du gesagt, warum du glauben an Vater, Sohn, Heiliger Geist? Hast du gesagt, glauben an dich und Vater und Heiliger Geist? Lüge, David Wald macht Lüge hier, ja? Stimmt nichts, steht nichts im Koran, falsche Übersetzung, musst du lernen Arabisch, richtige Koran lernen, ja? So, aber älteste Koran, wo gefunden worden ist, ja, wurde gefunden 1300 irgendwas Jahre alt. Diese Koran, älteste, ist geschrieben auf Aramaisch, nichts auf Arabisch. Was ist jetzt das Problem? Egal, schweigen, nichts erzählen, ja? Wenn einer weiß, sagst du, du lügst. Immer sagen, du lügst. Einfach, Allah ta'ala, du lügst. Fertig, schon gewonnen. Verstehen? Und im Notfall, Entschuldigung, Halskratz, ja? Lügner. So, according to Allah, Christians believe in a trinity made up of Allah, Jesus, and Mary, who are three separate gods who work together as one. Needless to say, Christians have never believed in a trinity made up of God, Jesus, and Mary, so there are only two possibilities here. Either Allah knows what the doctrine of the Trinity is, but he's deliberately misrepresenting it, in which case he's deceptive, or Allah doesn't know what the doctrine of the Trinity is, in which case he's ignorant.
deceptive, or ignorant. Hat dieser Mann gesagt, Allah ist Second, ignorant? Surah 18, verse 27, where Allah Hals reveals to kratzt. Muhammad that no Verstehen? one can change his words. Hat gesagt, Allah declares, ignorant. Habt ihr gehört, ja? and recite what has been revealed to you of the book of your Lord. There is none who can alter his words, and you shall not find any refuge besides him. According to the Quran, who can change Allah's words? There is none who can alter his words. And yet our Muslim friends insist that even though Allah revealed the Torah and the Gospel, his words were changed by Jews and Christians. So we point out to them that their God clearly says there is none who can alter his words. Here our Muslim friends reply. Weißt du, was geht mir auf Sack? Warum ich kann nichts einfach glauben an meinen Gott? Warum ich muss immer finden Lüge unter uns, Geschwister, ja? Unter uns. Warum? Ich muss immer finden Lüge, hä? Immer finden Ausrede, hä? Immer finden, ja, sagen, du Lügen, ja, Allah wa ta'ala. Warum ich kann nichts einfach glauben mit Überzeugung? Warum ich muss lügen? Warum immer diese Doppelkopfmacherei? Ihr wisst ihr, Geschwister, gucken. Christ reden mit dir, du hören zu, sagen, stimmt, was der sagt, aber schlecht für unseren Ruf. Ich muss jetzt schnell tschick machen, denken, Lüge erfinden, ja? Schnell. Aber weil mein Kopf ist nicht so schnell. Mein Kopf ist nicht so schnell, zu schnell. Du sagen zum Beispiel, Koran steht, du darfst Frau schlagen, wenn sie widerspenstig ist. Ich kann nicht schnell Ausrede finden. Weil ich bin langsam im Kopf. Meine Eltern Geschwister seit 1333 Jahren. Verstehen? Ich bin nicht so schnell. Also ich kann schnell sagen, Allah wa ta'ala. Oder du lügst. Ganz schnell. So machen. Fertig. Gewinne gegen Christ. Jede Debatte. Jede Argumentation. Ich habe gar nicht argumentiert, aber egal. Ja, ist Argumentation. Ja? Warum ich rauche? Gucken. Warum ich rauche? Tabak, ja, hat mir mal eine Christ erzählt. Eine sehr schlaue Christ. Nennt sich Dr. Wake Up, hat mir erzählt. Aber nur unter uns, ja. Tabak wurde erfunden. Oder wurde nichts erfunden. Tabak wurde gemacht von Gott. Ja. Warum hat Gott diese Tabak gemacht? Warum hat Gott Coca-Blätter gemacht? Warum? Warum hat Gott Kaffeebohnen gemacht? Du nimmst Kaffeebohnen. Viele Menschen auf dieser Welt bekommen Depression, wissen nicht warum, weil trinken Kaffee jeden Tag. Dr. Wake Up ist so schlau, so intelligent, weiß, was nicht mal Wissenschaftler wissen. Menschen, ganze Welt, Depression von die Kaffee trinken. Nebenwirkung von Kaffee, viel Kaffee. Und laufen, wissen nicht warum, wegen Kaffee. Coca-Blatt nimmst du, beißen, nicht schlimm, kriegst du keine Kick im Kopf. Kriegst du nichts, es sei denn, du isst die ganze Stange, ja? Stangeneis, verstehen? Kriegst du Kick im Kopf. Nimmst du, ja? Bist du in die Wald, in Indien, ja? Nein, in Indianerland, ja? Hast du Verletzung in die Dschungel, machst du Coca-Blatt, ja? Vielmehr schon Coca-Paste vorbereiten zum Schmerzbetäuben. Gott weiß, was macht diese Dr. Wake Up so schlau. Diese Dr. Wake Up so schlau. Gott macht uns Pflanze gegen Schmerzen. Kaffee, Tabak, Coca-Blatt, aber Opiumblatt. Was machen wir? Wir chemisch verändern. Diese Dr. Wake Up so schlau. Hast du chemisch verändert? Nichts mehr Gott gemacht, du gemacht. Ja? Und wie? Ja? Kommen auf Dosis an. Kannst du rauchen? Bist du ein Mensch immer aggressiv? Bist du ein Mensch immer aggressiv? Rauchst du Tabak? Aber nichts mit dieser Scheiße, was am Menschen dazu machen, ja? Gucken. Teer rein, Teer,
Ja, 70 Stoffe, die krebserregend sind. Tabak alleine, nichts so krebserregend. Wenn du nichts rauchen, jeden Tag 50. Du verstehst. Gott hat gemacht. Bist du immer ein aggressiver Mensch, rauchst du Tabak, kommst du runter. Ja? Hast du dich verletzt, Urwald, nimmst du Coca-Blatt-Paste oder Opium dort. Jedes Land hat seine Sachen, ja, gegen Schmerzen. Aber wenn du chemisch veränderst, dann kommst du in die Sünde. Das hat Gott nichts gemacht. Kannst du Tabak rauchen? Kannst du keine Tee rauchen? Ja, stimmt. Hast du recht. Ja, diese Dr. Wilkamp. Sehr schlau. Wirklich sehr schlau. Ja, kann verstehen, was Sünde, was nicht Sünde. Kann verstehen, was von Gott, was nichts von Gott. Was vom Mensch, was nichts vom Mensch. Ja, ich glaube, dieser Mann gut unterwegs. Dieser Mann hat gesagt, niemand kann Gott Wort fälschen, umändern. Niemand kann Gott Wort, Allah Wort umändern, ja? Musst du sagen, stimmt nicht. Lüge. Steht nichts im Koran. Musst du Arabisch lernen, ja? Musst du lernen Arabisch. Dann du verstehen, denn in Arabisch steht, andere Vers, da steht, wenn wir bessere Wörter finden, werden wir sie auch nutzen. Also kann gar nicht stehen, dass Allah sagt, Allahs Wort kann nicht umgeändert werden. Weil Allah sagt, geht. Wenn wir bessere Wörter finden, werden wir sie benutzen. Das heißt, wir sind erlaubt, bessere Wörter zu finden. Taqiyya, Taqiyya, Taqiyya. Wir dürfen lügen. Wir dürfen lügen sogar. Allah erlaubt uns Taqiyya. Mohammed sagt, du darfst deine Freund, Feind und Familie anlügen. Alle. Wer bleibt übrig? Alle Menschen, entweder dein Freund, Feind oder Familie. Eins von den beiden. Eins von den dreien. Entschuldigung, meine Eltern waren Geschwister. Eins von den dreien, ja. Also sagen Lüge, weil wenn beide Sätze stehen im Koran, Widerspruch, Allah hat sich selbst Schachmatt gemacht, also kann nichts sein, dass was sagt David Wald, geht nichts, steht nichts, David Bush, ja. Steht dann, was diese David Bush denkt, weil von Amerika heißt auch David Bush wie dieser andere Bush oder was? Nein, geht nichts. Ja. Verstehen? Nur diese Allah, nur diese Wort, das zählt. Allah erlaubt, dass wir andere Wörter benutzen, wenn wir bessere finden. Ja? Erlaubt Allah, wenn wir. Wer ist wir? Allah ist nur eine Gott, also wer ist der Rest? Engel oder was? Die Djinn, unsere Djinn, und wir Menschen. Wir, ja. Findest du bessere Wort? Benutzt du Taqiyya, Taqiyya, Taqiyya. Ja, okay. So. Weil, wenn anderer Satz auch steht im Koran, eindeutiger Widerspruch, Allah hat sich selbst Schachmatt gemacht. Ja. Verstehen? Gut. Machen weiter. Gucken, was diese Lügner sagt. Reply, oh, that only means that no one can change his words in the Quran. But this verse doesn't say that no one can alter the Quran. It says that no one can alter Allah's words. Hence, when our Muslim friends proclaim that Jews and Christians have repeatedly changed Allah's words, they're calling their God a liar, and they're calling the Quran a book of lies. Third, Surah 98, verse 6, where Allah describes his view of Jews, Christians, and idolaters. Verily, those who disbelieve in the religion of Islam, the Quran, and Prophet Muhammad, from among the people of the scripture, Jews and Christians, and al-mushrikun, mushrikun, idolaters, will abide in the fire of hell. They are the worst of creatures. Notice, Jews, Christians, and idolaters are, according to Allah, the worst of creatures. We're lower than dogs, lower than pigs. So, if you've ever wondered why groups like ISIS or Boko Haram or Al-Qaeda or Al-Shabaab or the Taliban will not hesitate to kill people from non-Muslim groups, it's because we're the worst of creatures. Allah says that we are complete, utter, total
garbage. No. Of course, I have to point out, this doesn't Liar. mean that your Muslim friends view Liar. you as the worst of creatures. Liar. Many Muslims live far better lives than the Quran commands them to live, and many Muslims believe things that are far better than what the Quran commands them to believe. But they don't know Lügner, diese that their dämlichen beliefs Lügner. and practices are out of line with the Quran. Mache besser Stopp, nicht so viel Lüge hören, ja? Diese Mann sagen, Christen, Juden, die schlimmste Kreaturen auf diesem Planet. Schlimmer als Tiere, ja? Der Wurst heißt Wurst, ja? Wurst. Der Wurst heißt Wurst, wie Wurst, ja? Wie Wurst, nix. Wurst, einfach nur Stück Fleisch, Wurst. The worst creatures of the ja? Das heißt Wurst. Ja? Christen, Juden, Ungläubige sind wie Wurst, wie ein Stück Wurst. Einfach nur ein Stück Fleisch, sonst nichts. Gar nichts wert, ja? Stimmt nichts, steht nichts im Koran. Weil das würde heißen, Allah selbst hat kreiert alles auf dieses Licht, Dunkelheit, obwohl Dunkelheit nichts existiert, nichts erschaffen, ja, laut Dr. Wake Up und also was die anderen Christen so sagen, Dunkelheit ist nicht kreiert, ist nur Abstinenz von Licht, gelernt von Gott selbst. Unser Einstein gut erklärt, ja. Ja, weil Bibel steht nichts, Gott hat kreiert Dunkelheit. Es war schon dunkel, Gott hat Licht gemacht, das ist nichts mehr dunkel. Christen sind so schlau, aber stimmt nichts, weil das würde heißen, da Gott alles kreiert hat, das Übel, das Schlechte, alles, sogar Dunkelheit hat Allah kreiert. Du verstehst? Weil bei uns Allah hat, unser Gott hat Dunkelheit kreiert, Gott Bibel hat Dunkelheit nichts kreiert, war schon da, ist schon da, einfach nur schwarz, Abstinenz von Licht, keine Gegenstand, wo reflektieren ein Licht kommen, Lichtstrahlen, ja? Für Gott aber nicht schlimm, weil Gott ist Licht. Aber wie dunkel, wie kann Gott in die Dunkelheit leben? Ja? Dr. Wake hat mir erklärt, dieser Mann so schlau. Gott ist Licht. Gott sieht, ob dunkel oder nicht. Du verstehst? Du musst dir so vorstellen, dass auch du das verstehst, Bruder und Bruder. Gott, ja, hat wie Nachtbrille auf. Er sieht, egal ob dunkel oder nicht. Das auch du verstehen, weil deine Eltern Geschwister seit 6 Jahren, du nichts verstehen. Ich muss dir so erklären, ja. Gott wie Nachtbrille auf sieht im Dunkeln. Ja. Braucht nichts Licht, das er sehen kann, schaffen. Er selbst ist Licht, er selbst sehen im Dunkeln. Diese Dr. Wake Up ist genial, ich sage euch. Aber, ja, so. Das würde heißen, dass unser Gott Dunkelheit erschaffen hat. Warum? Warum erschaffen Dunkelheit? Warum? Ich Angst in der Dunkel. Viel Angst. Ich habe Dunkelphobie, Christianophobie, Atheistophobie, Judiophobie, Evolutionstheoriephobie. Ich habe so viel Phobie und dann noch im Dunkeln, diese ganze Phobie im Dunkeln. Allah, warum du hast mir das gemacht? Aber, ja, nichts sagen. Nur Psychologe und ihr wisst jetzt hier Bescheid, okay? So. Verstehen? Das würde heißen, Allah, ja, das würde heißen, Allah hat diese niedrigste Dreckkreaturen erschaffen. Das Schlecht, also Dreck im Sinne, die schlechteste aller Kreaturen. Das, ja, diese Wurst, ja, hat Allah gemacht. Allah hat alles erschaffen, ja. Dumme Mensch, behinderte Mensch, kluge Mensch, fitte Mensch, starke Mensch, geistig behinderte Mensch. Allah hat alles gemacht. Alles Schicksal, ja.
hat auch gemacht, diese Wurstmenschen, diese Bratwurstmenschen, diese Schweinemenschen, wir fressen Schwein. Allah ta'alam, warum Allah sagt, man lässt die Schwein fressen. Ja? Weil Schwein frisst Schwein. Schwein frisst Schwein, Schwein Kannibal. Steht nichts im Koran. Stimmt nichts. Weil das würde sonst bedeuten, Allah hat das Schlechteste selbst erschaffen. Stimmt nichts. Lüge. Liar. 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 David wird Liar. Lügner. Ja? Verstehen? So. Diese Mal 5 Jahre hat schon diese Video gemacht. Jetzt macht nochmal mich provozieren, mich Imam. Mich provozieren nochmal 5 Jahre, nochmal machen, aufheben dieses Thema. Nochmal. Warum? Warum lügen nochmal? Warum ich muss Kopf ficken zweimal mich selber jetzt? Warum? Warum ich muss machen Taqiyya? Warum ich muss machen Lügen? Warum ich muss sagen Allah wa ta'ala, obwohl Allah gar nicht selber weiß? Muss fragen Isa, weiß gar nichts. Erlaubt euch Menschen Wort zu verändern, weil sein eigenes Wort schlecht ist. Eigene Wort, wenn wir bessere Wörter finden, dann werden wir sie auch nutzen. Wenn ihr findet bessere Wörter als meine, ihr könnt in den Koran. Taqiyya. Ja? Ja. So, ihr Lieben, meine lieben Muslime, Geschwister, Freunde, Bruder und Bruder, weil Frau ist nichts, Geschwister im Islam. Also machen Sex, wenn 9 Jahre alt hat, Periode, ja, und wenn mehr als 5 cm, dann machen ihn Verletzungen, Mädchen vielleicht sterben, gefährlich, ja, gefährlich, auch Mädchen sowieso nichts wert, ja, Allah sagen, Frau Mohammed sagen, Entschuldigung, Allah alias Mohammed, ja, sagen, warum, haben gefragt, Mohammed, warum Mädchen gehen so viel in die Hölle? Warum du, Mohammed sagen, ich habe die Hölle gesehen, voll von Frauen. Die Leute fragen, warum Mohammed voll von Frauen? Weil sie sind dreckig, haben Periode, haben nur halbe Gehirn, sind dumm. Das ist, ja, darum voll Hölle. Wir haben keine Glaubensschwestern. Mutter, komm, Chaka, mach ein Kind. Tochter, Chaka, verkaufen, ja. Tochter verkaufen für Esel, heute für ein bisschen Dollar. Afghanistan, ja, zum Beispiel. Frau, nix, braucht nichts, ja. Wir machen Baby, wenn mir eine Frau gefallen, so, ja, ein bisschen, aber lieber besser G besser. G-Religion besser, weißt du? Ja, nur täuschen, wir brauchen Frauen, nur täuschen, wir sind Männerreligion in Wirklichkeit, verstehen? Wir sind in Wirklichkeit Männerreligion, G-Religion, du verstehst, G, ja? Nix gay, hey du Liebhaber, ja? Nix, ich sage nichts G-Religion, ich sage G-Gangster-Religion, verstanden? Ich meine nichts gay, ja? Wir machen Einscheiden, dass uns Frauen gefallen, aber in Wirklichkeit uns gefällt Gangster, ja? Männerreligion, du verstanden? Frau, wenn du Schwule zum Beispiel, Schwule zum Beispiel, Frau ist Konkurrenz für eine Schwule. Mach weg, brauche nichts. Ja? Brauche nur für mehr Schwule kreieren, ja? Und wenn dieser Mann nichts glauben an schwule Ideologie, ja, dass wir Schwule kommen an die Macht, dann Apostat. Diese Mann nichts glauben an G-Religion machen dort. Hast du verstanden? Hast du endlich verstanden, was unsere Religion ist, Bruder und Bruder? Gucken, gehst du oben Parkhaus, gehst du gucken. Die haben schon verstanden. Machen schon schön Analphase. Ja, haben verstanden. Und du, warum bist du noch nichts? Parkhaus oben, 12. Stock, machst du mit? Warum? Hast du nichts verstanden? Du Dummkopf.
Und diese Lügner, der wird wut. Mein Hals kratzt, Entschuldigung. Aber ja, Lügner. Ja, so. Tschüss. Ja. Möge Allah euch alles geben, was ihr braucht. Allein, euer Leben ist ja schon vorbestimmt. Vielleicht du jetzt morgen, weil Dr. Wake-up ist schlau Mann, ja. Kann passieren, du morgen sagen, fuck, ich werde Christ, weil der ist schlau, ja. Und du vielleicht gucken Dr. Wake-up und fallen auf ihn rein. Nicht gucken Dr. Wake-up, ja. Sonst kann schnell passieren, du verlassen Islam. Ganz schnell, aber sofort. Dieser Mann viele Leute von Islam weggebracht schon. Außer Geisteskranke. Geisteskranke, da kannst du nichts mehr machen, ja? Und Verfluchte, so wie ich. Ja, du verstehst? Ich verflucht, geisteskrank, behindert im Kopf. Ja? Eltern, Geschwister seit 1333 Jahren. Was du erwarten, ja? So, tschüss.